Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Rote Edition. Mein Name ist Fabian. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind in Saphronia City und haben hier auch noch ein bisschen was zu tun. Ich habe gehört, da gibt es noch so einen kleinen Orden, den wir uns noch holen sollten. Aber jetzt sind wir gerade in diesem Haus hier zu Besuch. Meine Tochter ist furchtbar schüchtern. Sie hat nur wenige Freunde. Meine Tochter ahmt gerne Leute nach. Wegen ihres Minenspiels nennt man sie die Nachahmerin. Und zwar wollte ich sie nämlich noch besuchen. Sie hat hier ein Zimmer voll mit Puppen. Ein seltenes Pokémon. Es ist nur eine Puppe. Was? Molly sagt, hallo, magst du Pokémon? Molly, halt, ich hab doch dich gefragt. Wie? Du bist komisch. Ich soll die Nachahmerei aufgeben? Aber das ist doch mein Hobby. Wow, das ist ja eine Poképuppe. Das ist für mich. Vielen Dank. Ich gebe dir das hier dafür. Und wir erhalten TM31. Das ist meine Lieblings-TM. Mimikry. Gibt's hier einen Pokémon? Okay, sehr schön. Ich weiß allerdings nicht, ob wir Mimikry jemandem beibringen können und wollen. Wir könnten es jedem Pokémon beibringen. Okay. Können wir dadurch dauerhaft nicht eine Attacke erlernen? War das nicht so? Dadurch wird eine Attacke dann überschrieben. Also wir können, wenn wir jetzt einem wilden Pokémon begegnen, was Explosion macht oder sowas. Und, nee, das ist ein blödes Beispiel. Das irgendwie Zahltag macht zum Beispiel. Oder einem Pokémon. Und wir machen Mimikry, dann lernen wir Zahltag. Und dann können wir, glaube ich, dauerhaft Zahltag lernen. Okay, ich habe gerade mal nachgeguckt und recherchiert. Mimikry bleibt so lange, bis man ausgewechselt wird. Und das, was ich meinte, mit einer dauerhaften Attacke, die bleibt, das ist Nachahmer. Und die Spezialattacke von Farbigel aus der 2. Generation. Also so viel dazu. So, jetzt sind wir in der Arena angekommen. Hey, warte du Champion in Spee. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von physischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Okay. Ja, also wir haben jetzt aktuell 3 Pokémon im Team, die etwas unterlevelt sind. Die trainieren wir jetzt noch im Rahmen dieser Arena. Und hier haben wir ja jede Menge Leute, die wir hier bekämpfen können. Das ganze Ding ist in einem 3x3 Grid angelegt. Also du hast überall oben und unten Pokémon-Trainer. Und ich verirre mich jetzt hier gerade komplett. Ich wollte auch mit dem ersten anfangen. Laufen wir mal so weiter. Genau, hier ist der erste. Und die kämpfen jetzt nach der Reihe. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arenaleiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen. Tja, welche Pokémon sie wohl in der Psycho-Arena einsetzen. Hier ist der Psycho. Auch schon bekannt aus Pokémon Stadium. Unter Umständen. Blackmon ist aber sehr gut. Da können wir nämlich direkt Blitzer einsetzen. Blitzer haben wir ja jetzt Attacken beigebracht. Und zwar schön den Donnerblitz und auch die Donnerwelle. Und ich habe ihr noch Sternschauer mit der TM beigebracht. Also hat unser Team jetzt hier ideale Voraussetzungen, um sich auch ein bisschen selber zu trainieren, die Pokémon. So, noch ein Fleckmon. Ja, perfekt. Perfekt für Blitzer. So, dein Donnerblitz schön drauf. Ich bin echt froh, dass wir endlich diese Attacke einsetzen kann. Und da erreicht Blitzer direkt Level 26. Und Lamus noch zum Schluss. Wunderbar. Da haben wir ja sogar ein bisschen Abwechslung drin. Nicht nur Hypnos und Traumatos und Kadabras, sondern auch mal ein Lamus. Vielleicht hat dann auch jemand einen Starmie oder so dabei. Werden wir dann noch sehen. Bam. Da hält sich auch das Level noch in Grenzen. Also mit 33 können wir echt gut trainieren. Ich habe die Konzentration verloren. Okay. Und ich habe rausgefunden, wenn man hier immer die linken Schalter hoch und runter geht, landet man am Schluss auch in der Mitte.
Das ist auf jeden Fall ein bisschen Umweg, aber auch eine Strategie. So, du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Tja, ich zeige dir gleich mal, wie weit man mit physischen Angriffen in dieser Arena kommt. Hier. Oh, er hat Pantimos. Ja. Pantimos gegen Dodu. Mit dem Duplex-Hieb allerdings, ja, ne? Das macht nicht so viel Schaden. Es sei denn, er trifft gleich 5-mal am Stück. 4-mal. Das ist Triplette. Habe ich Dodu beigebracht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, warum. Aber warum auch nicht. Im Moment haben wir das. Später lernt Dodu dann noch Bohrschnabel. Oh. Na toll, da kommen wir jetzt erstmal nicht so durch. Dann machen wir mal Blitzer. Aber die Barriere ist schon krass. Da merkst du es direkt. Und Duplex-Sieb trifft bitte nur 2-mal. 3-mal? 3-mal getroffen. So, ups. Sternschauer leider. Mist. Okay, aber zum Glück ging die Attacke daneben. So, Donnerblitz. Super. Blitzt halt ein bisschen stark. Haben sie in den Remakes ein bisschen abgeschwächt. Abgeschwächt den Blitz. So, da haben wir nämlich einen Kadabra. Machen wir einmal die Donnerwelle drauf. Und dann, Aussetzer geht daneben. Dann ist ja hier eigentlich, bei Kadabra ist doch eher physischer Angriff besser. Aber das macht natürlich Genesung. Hätte man sich denken können. Schauen wir mal, was der Donnerblitz anrichtet. Oh, Volltreffer. Nicht schlecht. Aber jetzt kommt die Konfusion. 3 KP. Jetzt Blitzer. Geh aufs Ganze. Yes. Noch ein Volltreffer rein. Richtig gut. Und Blitzer möchte Ruckzuck-Hieb erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Ruckzuck-Hieb vergessen werden? Tja. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja den Sternschauer. Und Monly besiegt den Psycho. Das ist unfassbar. Tja. Und wir können jetzt auch schön auf unsere ganz vielen Tränke und so zurückgreifen. Wobei Top-Trank habe ich nur einen, aber Top-Genesung habe ich mehrere. Nehmen wir doch den da. Ist schon irgendwie ein bisschen witzig, wenn man jetzt so ganz viele Items hat. Oh, Meisterball. Habe ich schon mal dupliziert. Aber ihr habt ja noch gesagt, oder kam im Chat der Hinweis, dass ein Superball unter Umständen effektiver sein kann als ein Hyperball. Und das möchte ich auch noch testen beim Pokémon fangen. So, Pokémon passen sich ihrem Trainer an. Deine Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Oder faul und lethargisch. Naja, so, die Exorzistin ist wieder am Start. Und setzt Alpollo ein, auf Level 38. Okay, aber da habe ich ja genau die Medizin dafür. Und zwar Dictri. Nehmen wir hier. Traumfresser, Quatschkopf. So, hier schön Erdbeben haben wir ihm ja beigebracht. Richtig gut. Jetzt haben wir endlich mal auch die schweren Geschütze an Attacken. Und nicht immer nur so ein Schäufelchen. Dodu bekommt ein neues Level. Dictri levelt auch auf. So, Exorzistin ist schon besiegt. Ich wusste es. Aber wir können auch mit denen noch quatschen. Meine Pokémon müssen stärkere Attacken lernen. Tja, das haben meine auch gemacht. Was sagst du denn noch? Sabrina hat den Karatemeister in der Arena nebenan besiegt. Den haben wir auch schon hinbekommen. Und er hier in Saffronia City gab es 2 Pokémon-Arenen. Allerdings hat der Kampfdojo den Status als Pokémon-Arena verloren, weil wir die Trainer besiegt haben. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Weil Psycho halt auch einfach Kampf überlegen ist. Finde ich sehr witzig. Die Pokémon in der Arena von Saffronia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Ja, dazu muss man kein Hellseher sein, um das herauszufinden.
Das hat dieser Psycho hier bestimmt auf einer Cornflakes-Packung gelesen. So, Lamus, ja. Nehmen wir wieder Blitzer mit rein. Er macht Panzerschutz. Verteidigung nimmt zu. Hup. So, Donnerblitz. Auch mit einem Volltreffer. Ja, da hat Blitzer halt echt den Vorteil. Weil sie halt so schnell ist. Mal schauen, ob die der Sternschau irgendwas macht. Nicht wirklich. Pium, pium, pium. Aber es ist so schön, wie so die Sternchen dann fliegen. Was ich noch sagen wollte, genau, es gibt ja noch eine Donner als TM. Und die liegt im Kraftwerk. Die müssen wir uns dann auch noch holen. Ich habe deine Gedanken gelesen. Ja, super. Und wir sind schon bei Sabrina. Das ging mir etwas zu schnell, ehrlich gesagt. Hier haben wir noch eine Trainerin. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Da ist wieder eine Exorzistin. Wahrscheinlich hat sie halt wieder Geist-Pokémon, ja. Da hätte ich auch Respekt vor Sabrina, wenn ich mit sowas antreten müsste. Digdri. Digdri darf es wieder richten. Wird abgeschleckt von Nebulak. Und wir müssen dann wir können noch mit AP Plus dann unsere Pokémon noch ein bisschen weiter pimpen. Damit wir dann auch die Attacken öfter noch einsetzen können. Fällt mir gerade ein. So. Jetzt können wir mal Lapras noch einsetzen. Lapras kann allerdings noch keine Psychokinese, habe ich ihm nicht beigebracht. Dann wechseln wir nochmal aus zu Digdri. Nachtnebel. Müsste jetzt 34 KP Schaden machen. Basierend auf dem Level des Anwenders. Aber das war's schon für Alpollo. Und Digdri macht ein Level up. Okay, auch sie ist besiegt. Ich bin nicht gut genug. Sind zwei Gegner gleich stark, so wird der entschlossenere Kämpfer gewinnen. Wenn du Sabrina schlagen willst, konzentriere dich auf den Sieg. Ja gut. Auf was denn auch sonst, ne? Dich haben wir schon. Ich noch nicht. Dich haben wir noch nicht besiegt. Machen dir unsere Psychokräfte Angst. Nicht so sehr wie die Folge im Anime. Die war ja schon heftig. Ich denke, jeder, der ihn gesehen hat, wird sich daran sein Leben lang erinnern. An Sabrina und das Puppenhaus. Wo sie unsere Helden dann eingesperrt hatte. Oha, Kadabra mit Konfusion. Das war zu viel. So, dann nehmen wir Digdri mit rein. Und bam. So, Fleckmon auch wieder gut für Blitzer. Können wir Blitzer sehr gut trainieren. Mit Donnerblitz. Bitteschön, dankeschön. Okay. Level 28. Okay, Pantimos kommt rein. Lass mal Blitzer auch noch mal kurz drin. Und hauen auch Pantimos die Donnerwelle ums Öhrchen. Und seine Harlekin-Schlappohren. Ist das eigentlich eine Maske, was er aufhat, oder sieht er wirklich so aus? Also da finde ich ja Pantimos eher noch gruselig als, weiß ich nicht, als Psychokräfte an sich. Aber Pantimos ist echt so ein...
Naja, so, Dictri darf auch wieder rein. Psystrahl, sollte allerdings jetzt nicht so viel, ja, nicht ganz so viel abziehen. Also gerade noch genug, dass wir angreifen können. Und wir besiegen auch diesen Psycho. Ich glaube es nicht, ich habe verloren. Psycho-Pokémon fürchten sich nur vor Käfern und Geistern. Ja, auf dem Papier leider, aber in echt. In echt sind sie ja leider auch nicht ganz so effektiv. Also sich im Käfer-Pokémon zu trainieren, ist halt leider absoluter Quatsch. Und Geister halt ja auch leider. Geister-Pokémon bringen hier auch nichts. Wegen ihrem Typ Gift. Es gibt ja nur 3 Geister-Pokémon im ganzen Spiel. Und die haben ja alle den Typ Geist-Gift. Und Gift ist natürlich sehr schwach gegen Psycho. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Und noch eine Exorzistin, die natürlich Nebulak einsetzt. Ja, da haben wir noch Dodu. Ersetzen wir wieder durch Dictri. Auch wieder der Nachtnebel. Da flackert der komplette Bildschirm einfach. So. Können es auch mal mit... Was bin ich denn für ein Double, bitte? Schlitzer bringt halt 0. Schlitzer bringt gar nichts gegen Geist. Dachte, nehmen wir mal was anderes. Nehmen wir mal den Schlitzer, weil der macht immer Volltreffer. Aber natürlich nicht hier. Können wir dann bei Sabrina einsetzen. So, noch ein Nebulak. Sehr schön. Dann darf hier einmal Lapras ran. Bam. Und dann nehmen wir nochmal Dictri mit. Und auch hier kommt wieder der Schlecker. Bam, bam, bam. Und weg das Ding. Sehr schön. Wir nähern uns ja gleich Sabrina. Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Trainerin. Und dann können wir uns dem Finalkampf hier stellen. Nehmen wir nochmal Lapras kurz rein. So, diesmal auch noch schön Simsala. Mit der neu gelernten Psychokinese. Und Fußstrahl natürlich auch sehr gefährlich. Ich habe Simsala noch Geowurf beigebracht. Damit es auch noch gegen andere Pokémon was Gutes hat. Schöne Geowurf, der ja auch immer basierend auf dem Level des Anwenders Schaden verursacht. So. Ich habe nun doch verloren. Okay, dann können wir uns jetzt noch den Weg zu Sabrina hier erschließen. Müssen jetzt nur natürlich den richtigen Schalter finden. Hier waren wir ja gerade eben. Nehmen wir mal hier den unteren. Ja, das ist es nicht. Hier, oder? Von ihr links unten. Auch nicht. Hier links unten. Das war der Weg. Genau. Hier sind wir bei Sabrina. Ich speichere mal. Wie man das ja auch immer getan hat. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr für Erdbeben. So. Und natürlich noch volle KP für Dictri. Sehr gut. Und Lapras darf auch noch ein bisschen aufleveln. Und dann geht's los. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Und damit beginnt der Kampf gegen Arenaleiterin Sabrina, die aus irgendeinem Grund noch eine Peitsche in der Hand hält.
Falls die Psychokräfte mal nicht funktionieren, kloppt sie uns halt an einfach mit der Peitsche. Wie in so einem schlechten, oder wie in einem guten Comic, in der Komödie. So, hier können wir mal den Schaufler noch mal einsetzen. Und zack. Richtig krass. So, Lapras levelt auf. Okay, Pantimos kommt als nächstes. Dann nehmen wir nochmal Lapras rein. Weil Dictri und Simsala sind ja auf dem gleichen Level wie Sabrina. Das ist schon mal gut. Die anderen Pokémon müssen halt noch ein bisschen nachziehen. Ja, so. Oh, ist gegen Spezialattacken immun, ist natürlich kein Problem. Schlitzer ist jetzt keine Spezialattacke. Auch mit einem Volltreffer hier richtig krass. Was das einfach für Schaden macht. Schlitzer ist auch so eine miese Attacke eigentlich. So, Omod kommt. Okay. Omod. Omod ist Käfer, ne? Ich probier's mal mit Eisstrahl. Oh, Stachelspore. Wir sind direkt paralysiert. Blutsauger, auch tödlich. Oh oh. Okay, doch nicht wirklich. Schauen wir mal, das ist der Eisstrahl. Ist allerdings egal effektiv. Okay. Vielleicht den Donnerblitz. Probieren wir es mal mit dem. Ist es Käfergift dann? Oder ist es Giftflug? Ich bin gerade sehr verwirrt. Auch nicht effektiv. Okay. Gut, dann egal. Simsala rein und fertig. Ja, als ob ich jetzt nicht weiß, welchen Typ Omod hat. Nicht, ich meine, Omod setze ich zwar nie ein, aber trotzdem. Omod. So, machen wir erstmal kurz einen Prozess mit der Psychokinese. Omod ist ja eigentlich relativ weit vorne im Pokédex, ja. Und das war es auch schon für Omod. So, es ist Käfergift, ja. Und Eis ist doch eigentlich... Ist Eis nicht effektiv? War Eis effektiv? Keine Ahnung. Egal. So, letztes Pokémon im Programm. Ein Simsala von Sabrina. Da setzen wir unser Dictri ein. Simsala auf Level 43 einfach. Oh, stopp. Ganz knapp, aber. Zum Glück ist Dictri schneller. Ist Dictri auch stärker als Simsala. Okay, es setzt nur den Reflektor ein. Da können wir nochmal die Erde wackeln lassen. Und... Bam! Sabrina hat keine Chance gegen physische Attacken. Dictri erreicht Level 38. Und wir besiegen Sabrina. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Und da kriegen wir den Orden. Wie gesagt, durch einen Übersetzungsfehler heißt dieser Orden hier Sumpforden, weil sie den vertauscht haben. Natürlich würden wir hier den Seelenorden. In einer anderen Dimension oder einer Parallelwelt würden wir den Seelenorden bekommen. Und er lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen gehorchen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch dies von mir. TM46, das ist Psi-Welle. Sie macht sich übernatürliche Strömungen zunutze. Hoppala. Aber das setzen wir nicht ein. Jetzt müssen wir hier nur den Weg wieder rausfinden. Und so wie ich hier laufe, genau, so, da sind wir wieder draußen. Sehr gut. Wunderbar. Ja, Psi-Welle haben wir im Pokémon Stadium schon eingesetzt. Hat irgendwie nichts gebracht, beziehungsweise ist es sehr unzuverlässig.
Also haben wir da leider wenig von. Gut. Ja, dann war's das fast für diese Folge. Als nächstes morgen würde ich sagen, suchen wir uns mal einen von den legendären Raubvögeln aus und gehen auf Pokémon-Jagd. Deswegen schaltet gerne auch morgen wieder ein. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Ich freue mich immer natürlich von euch zu hören. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Vergesst nicht, die Reise geht weiter.